Dieser Film hat uns einiges abverlangt. Uns emotional an unsere Grenzen gebracht. Wir sind in Bangladesch und hören hier die grausamsten Geschichten von den Rohingya. They should direct to the prophet. Wir wissen, dieser Film ist keine leichte Kost. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt nicht wegschauen. Ja. Wir sind direkt an der Grenze zu Myanmar. Allein seit Ende August sind, laut UN, mehr als 600.000 Rohingya vor ethnischer Säuberung nach Bangladesch geflohen. Hier erzählt man uns von den abscheulichsten Gräueltaten. Heute ist die Lage an der Grenze besonders schlimm. 15.000 Menschen warten hier gerade im Niemandsland darauf, passieren zu dürfen. Die Behörden sind überlastet. Vorher konnten Neuankömmlinge schnell in die nahegelegenen Camps weiterziehen. Jetzt werden sie von den Grenzern aufgehalten. Aus Sicherheits- und Koordinationsgründen, sagt man uns. Die meisten Menschen hier, die sitzen hier schon seit mehreren Tagen, kommen so Stück für Stück weiter nach vorne, um dann irgendwann endlich mal auf die Camps verteilt zu werden. Bis das dann aber wirklich passiert, kann das halt für manche mal so 3, 4, 5 Tage oder was auch immer dauern. In der Zeit gibt es kaum Essen, kaum Wasser. Die Leute haben Fieber, die kommen nicht ins Krankenhaus. Viele der Kinder sind total unterernährt. Die Menschen, die wir hier treffen, sind die Rohingya, eine muslimische Minderheit aus dem überwiegend buddhistischen Myanmar. Schon seit Jahrzehnten werden sie diskriminiert und in ihrer Heimat als Bürger zweiter Klasse behandelt. Der blutige Feldzug des burmesischen Militärs zwingt die Rohingya jetzt dazu, nach Bangladesch, in eines der ärmsten Länder der Welt, zu fliehen. Zum ersten Mal fühle ich mich während unserer Arbeit emotional überfordert. Ich schäme mich dafür, dass es wieder so weit kommen lassen, dass Menschen massenweise abgeschlachtet werden. Dass wir das nicht stoppen. Das ist Kutupalong, das größte Flüchtlingscamp in Bangladesch. Die UN spricht von der schnellst wachsenden Flüchtlingskrise der Welt. Die Rohingya fliehen vor ethnischer Säuberung. Manche Experten nennen es sogar bereits Völkermord. Und wir sehen uns da in der Pflicht, jetzt nicht wegzuschauen, sondern Zeugen zu sein. Deshalb gehen wir hier in Bangladesch auf Spurensuche. Denn uns direkt in Myanmar umzuschauen, ist zu gefährlich. Der Typ neben mir ist Arman, unser Übersetzer. Er ist selbst Rohingya und ist als Säugling Anfang der 90er Jahre mit seiner Familie hierher geflohen. Seine eigentliche Heimat in Myanmar hat er in seinen 27 Lebensjahren nie gesehen. Die Sprache der Rohingya spricht er aber trotzdem. Zeugen für die Gewalt in Myanmar zu finden, fällt uns hier im Camp extrem leicht. Die Leute kommen auf uns zu, bitten uns regelrecht, ihnen zuzuhören. So auch dieser junge Mann, der uns erzählt, dass sein Bruder vom burmesischen Militär getötet wurde. Die Fotos der Leiche hat ihm sein Nachbar per Handy zugeschickt. His younger brother. How old was he? 23 years. It's like my age. Direct quality. They should direct to the prophet. Shot him directly in the hand. What does it look like when the military comes to the villages? Do they just start shooting at everybody they see, or? Military की फारा टाइम उत्तर गोली विरोध नहीं किया कुत्तला था ना कि होनकंग के सु होई थी बाद ये रे किसुर होता है गुरु टाइम आनंद मारा दो टाइम उत्तर गोली he said when military come to village and should know any question, no any calls.
He said, I want the justice. I want the justice from the world. Why they killed my brother? Der zerfetzte Schädel des eigenen Bruders, ausgedruckt und einlaminiert, haltbar gemacht, um der Welt von diesem Verbrechen zu erzählen. Begreife ich gerade noch nicht ganz. Was würde ich tun, wenn das mein Bruder wäre? In WhatsApp-Gruppen sammeln die Rohingya sämtliche Beweisaufnahmen aus ihrer Community. Dieses Handyvideo eines Geflüchteten soll beispielsweise belegen, wie sein Heimatdorf in Myanmar niedergebrannt wird. Als Auslöser für die aktuelle Gewalt gilt der Anschlag einer Rohingya-Rebellengruppe namens ARSA auf burmesische Grenzpolizisten im August. Seitdem versucht Myanmar, das Volk der Rohingya mit systematischen Angriffen aus dem Land zu vertreiben. Dieses geleakte Video zeigt angeblich, wie das oft ablaufen soll. Burmesische Polizisten kommen ins Dorf, treiben die Männer zusammen und machen mit ihnen, was sie wollen. Auch die Kollegen der BBC halten das Video, wie wir, für glaubwürdig. In den Camps zeigt man uns Dutzende solcher und noch viel schlimmerer Gewaltaufnahmen. Die Rohingya leben schon seit mehreren hundert Jahren in Myanmar, werden seit langem diskriminiert. Angesehen als illegale Einwanderer aus Bangladesch haben sie kaum Rechte und sind staatenlos. Ein paar Dutzend Kilometer von den Camps entfernt liegt Cox's Bazar, ein beliebter Badeort im Süden Bangladeschs, der jetzt unfreiwillig zur Basis für Hilfsorganisationen und auch für uns Journalisten geworden ist. Das ist auch schon ein bisschen surreal. Jetzt läuft man hier am Strand rum. Das letzte Resort ist es hier. Ganz Südasien kommt hier hin zum Urlaub machen. Und ja, ein paar Kilometer weiter die Küste runter hast du 500.000 Flüchtlinge. Im Hotel treffen wir unseren Freund Aziz. Auch er ist Rohingya und hat noch Kontakt zu seiner Familie und Freunden in Myanmar. Und um diese nicht zu gefährden, müssen wir seine Identität schützen. Er will uns helfen, die Kontroverse um die Rohingya-Rebellengruppe ARSA, die von der Regierung Myanmars als islamistische Terroristen bezeichnet werden, besser zu verstehen. So, do you know anything about the ARSA really? Who are they? How many people do they have? No, I can't say anything. I can't say anything about the ARSA, but I hate ARSA. Basically, the ARSA is not bad, and they are not terrorists. They want to give our people right and opportunity and freedom, you know. That's why they are doing like that. But why do you hate them though? If they're just trying to fight for the freedom of your people? A lot of people killed or are killed by the government and Buddhists because of them. The attacks to the camps and to the border guard camp and police camp. That's why the government got an opportunity and got a reason to kill our people. Und mehr Indizien dafür, wie brutal das burmesische Militär vorgeht, finden wir am nächsten Morgen wieder in den Camps. So can you tell us what happened? I see he has a wound. How did that happen? Das manchare dure marer gazali di feler bad manish gotu ne daya yargede duwa bad guli majjede fujide. He said the Myanmar military burned our house, and when the people were running and flying from the house, that time Myanmar military shoot. And that time I also hit it. Guli hair das hori gilam boy. Badan mu goler an pai gwashir itara da military jai bad fisu to jairam tabar gorleshi. He said when I have his suit, I got the suited. That time I have drawn to the ground. After the happening, my one uncle and brother went there and they take me. They entered from the backside and came out from side. Fisu to horin dine ligidiri. Also, did this pain on his arm. He cannot move the arm right now, right? He cannot move this like.
Geschichten wie seine müssen wir auch hier nicht lange suchen. Nur wenige Minuten später werden wir gebeten, uns ein weiteres Schicksal anzuhören. Nur Fatima ist jetzt seit 12 Tagen mit ihrer Großmutter im Camp, nachdem sie sich knapp 2 Wochen lang durch den Dschungel bis nach Bangladesch durchschlagen musste. I am missing my child. I am missing my child. She said only one thing. I am missing my child. Wir sind sprachlos und wütend. Was sagt man in so einer Situation? She said when they cut in my father's neck, that time I was pooping from under the house. Then I see my father cut it on my own eyes. Wir haben echt die Worte. So eine Scheiße. Ich bewundere unsere Übersetzer, ey. Wie halten die das aus, Mann? Das ist deren eigenes Volk, ey. Die hören diese Scheiße jeden Tag. Jeden verdammten Tag, Mann. Klar, ist eine Sache, hier hinzukommen und hier zu helfen und auch dafür zu spenden und so. Das muss auch passieren, aber ey, wir müssen mal dafür sorgen, dass so eine Scheiße erstmal gar nicht passiert, dass diese Leute nicht abgeschlachtet werden, dass sie keinen Grund haben zu fliehen. Und zumindest sollten wir uns für das Leid dieser Menschen interessieren. Auch wenn uns Myanmar, Bangladesch und die Rohingya so weit weg erscheinen.